Hi, Anjay hier für tabletblog.de, heute mit einem Hands-on vom Intel Tiger Rapids Prototyp, einem 8 Zoll Dual-Screen-Tablet mit 2 Displays. Ich bin gerade auf der Computex in Taiwan und Intel hat hier auf einem Event einen Tablet-Prototypen gezeigt, das aus 2 7,9 Zoll großen Displays besteht. Eines davon ist ein E-Ink-Display und auf beiden kann man mit einem aktiven Stylus schreiben. Das Projekt trägt den Codenamen Tiger Rapids. Es ist ein Prototyp, der genauso vermutlich nicht auf den Markt kommen wird. Intel hat bereits 2016 mit dem Projekt begonnen und es seitdem verschiedenen Hardware-Partnern gezeigt. Und tatsächlich soll einer der Partner nun an einem sehr ähnlichen Gerät arbeiten, das auf diesem Tiger Rapids Prototyp basiert. Genau dieses Modell wird man also vermutlich nie kaufen können, wohl aber ein sehr ähnliches. Schauen wir uns das Dual-Display-Tablet mal etwas genauer an. Es besteht aus 2 7,9 Zoll großen Displays, die mit einem Scharnier verbunden sind. Eines davon ist ein normales IPS-Display, das mit 2048 x 1536 die gleiche Auflösung wie ein iPad Mini bietet. Das andere ist ein E-Ink-Display, also ein solches, das wir von klassischen E-Book-Readern kennen. Beides sind Touchscreens und auf beiden kann man mit einem aktiven Stylus schreiben. Die Touch-Oberfläche gibt beim Schreiben einen kleinen Widerstand, sodass man fast das Gefühl hat, als würde man auf echtem Papier schreiben. Deutlich besser als bei den bisherigen Tablets. Man kann das E-Ink-Display entweder als Notizblock benutzen oder aber als Tastaturersatz und natürlich auch für Handschrifterkennung. Das andere Display, also die andere Seite des Tablets, sieht wie ein klassischer Windows-PC aus, so wie wir es von 8 Zoll Windows-Tablets gewohnt sind. Im Inneren setzt aber sehr flotte Hardware. Tatsächlich setzt Intel auf einen Core Prozessor der 7. Generation. Es ist ein Chip der stromsparenden Y-Serie. Dazu gibt es eine 128 GB große SSD, kein eMMC Flashspeicher, sondern eine SSD. Und ja, das ist die Hardware in diesem Prototyp. Im finalen Gerät würde ein aktuellerer Core Prozessor der 8. Generation sitzen. Es gibt eine Frontkamera, einen einzigen USB-Typ-C-Anschluss und eine eingebaute Schlaufe für den Stylus. Außerdem hat Intel eine Lederhülle für den Prototyp angefertigt. Auf mich hat dieses Convertible mit den 2 Displays einen sehr guten Eindruck gemacht. Es ist überraschend leicht, sehr dünn und der Stift funktioniert auf dem E-Ink-Display ebenfalls sehr gut. Schön ist außerdem, dass wir ziemlich flotte Hardware bekommen. Laut Intel soll tatsächlich ein Preis von 599 bis 699 US-Dollar möglich sein, Gewinnmargen mit einberechnet. Aber gut, das ist ein Konzept hier, ein Prototyp. Wie gesagt, ein Gerät, das auf diesem hier basiert, soll tatsächlich erscheinen, aber ob es genau die gleiche Hardware hat und wirklich unter 700 Dollar kosten wird, wissen wir bisher nicht. Gut, das war ein kurzes Hands-on mit dem Intel Tiger Rapids Dual Screen Prototyp. Ich bin Anjay für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.